Wenn es einen Ort in Argentinien gibt, wo man Diego Maradona ganz besonders erleben und spüren kann, dann ist es hier bei den Argentinos Juniors. Diego ist hier wirklich an jeder Ecke, sogar das Stadion heißt Estadio Diego Maradona und da geht's für uns heute hin, ein tolles Erlebnis in Buenos Aires. Das Estadio Diego Maradona der Argentinos Juniors liegt im Viertel La Paternal. Ich war diese Saison mehrmals bei den Argentinos und das Stadion liegt in dem ganz unscheinbaren Viertel mittendrin. Sobald man näher kommt, merkt man, hier dreht sich alles um Diego. An den Mauern rund ums Stadion Graffitis, Porträts und im Eingangsbereich findet sich sogar eine Kapelle für Diego, wo man zu ihm beten kann. Die hatte ich schon erwähnt in meinem Video über den Tod von Diego Maradona, also schaut euch das auch an. Und über allem steht natürlich der Name Diego Maradona. Das Stadion heißt Estadio Diego Armando Maradona. Und warum? Die Argentinos waren Diegos erster Profiverein. Er war erst bei den Cebollitas, den Kleinen, und hatte dann sehr früh sein Profidebüt bei den Argentinos Juniors. Und die haben ihm viel zu verdanken, weil durch die Ablösesumme nach seinem Transfer erst zu den Boca Juniors, dann zum FC Barcelona, konnten sie so ein gutes Team zusammenstellen, dass sie sogar den Copa Libertadores gewinnen konnten, den größten Pokal des lateinamerikanischen Fußballs. Also, Diego ist hier alles. Bis heute ist der Club ein großer Ausbildungsverein und ich kann jedem nur ans Herz legen, dahin zu kommen. Und ich sage das nicht oft, aber die Argentinos, die spielen wirklich attraktiven Fußball. Immer mit neuen Leuten, weil Ausbildungsverein, aber es ist wirklich gut anzuschauen. Hier seht ihr das Spiel gegen Huracan im Februar. Es gibt hier oft schöne Intros und die Stimmung ist stark für dieses Stadion. Nicht wild und brachial, eher melodisch, aber wirklich angenehm und gut. Also ich bin gerne hier und kann es jedem nur ans Herz legen. Die Barra singt durchgehend, oft mit viel Rhythmus und Wiedererkennungswert. Gerade weil das Stadion aktuell ausgebaut wird, entsteht eine besondere Mischung, alte Tribünen, dazu neue Elemente und eine große Nähe zum Spielfeld. Du bist wirklich nah dran. Ein Gerücht in Buenos Aires besagt, dass die Argentinos nur so gut sind, weil ihr Platz so klein ist und sie ihn als einzige bespielen können. Mag sein, der Platz ist wirklich ziemlich klein. Der Spitzname der Argentinos Juniors ist Los Bichos oder Los Bichos Colorados, die bunten Käfer oder nur die Käfer. Und das kommt von ihrem Ursprung als Talentschmiede, weil die jungen Spieler auf dem Platz so rumgewuselt sind wie kleine Käfer. Also dieser Spitzname ist geblieben und hat sich auf den ganzen Verein übertragen. Die Fans hier sind nicht weniger leidenschaftlich, es ist immer eine tolle Stimmung hier im Stadion. Und noch was Besonderes hier, jede 10. Spielminute wird ein besonderes Lied gesungen. Das ist die Argentinos-Minute bzw. die von Diego Armando Maradona. Und da wird an ihn gedacht. Und manchmal gibt es dann sogar nochmal eine Blockfahne, also wirklich Gänsehautmomente, bei mir jedenfalls immer. Ich finde es super, wie Diego hier als Teil des Vereins immer noch wahrgenommen wird und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Der Kult um Diego Maradona lockt natürlich viele Leute an
Und deswegen haben sich die Argentinos was Besonderes überlegt für alle Touristen und Groundhopper. Nämlich gibt es hier Karten für 40 bis 50 Euro, die man an dem besonderen Touristenschalter kaufen kann. Euch wird erzählt, ihr könnt keine anderen kaufen, ist aber Schwachsinn. Aber ich finde dieses Touristenangebot sehr cool, weil man kann ins Museum und anschließend auf die Ersatzbank, natürlich alle mit der 10 ausgestattet, und am Spielfeld entlang nochmal über den Rasen schauen. Also vor allem das Museum, finde ich, lohnt sich. Da kann man nochmal den Copa Libertadores sehen und natürlich ein Trikot von Diego. Also, wenn ihr da seid, macht es ein super Weg, um die Argentinos zu besuchen. Die einzige Ausnahme ist Ende November. Am 25. November ist Diego Maradona verstorben und deswegen ist um diesen Spieltag immer das Diego Maradona Gedenkspiel quasi bei den Argentinos. Das ist immer ausverkauft, da gibt es immer ein tolles Intro. Also ich kann euch nur empfehlen, dahin zu gehen. Da ist es nochmal ganz besonders, aber da kann es sein, dass der Touristenschalter ausschaltet ist. Also das war's mit den Argentinos Juniors. Ich finde, die Argentinos Juniors sind ein super Verein, den man auf jeden Fall besuchen sollte. Ich weiß, das sage ich über alle, aber eine tolle eigene Geschichte und diesmal toller Fußball. Wenn ihr noch mehr über Argentinien hören und sehen wollt, dann folgt uns doch hier, lasst ein Abo da und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Im nächsten Video geht's dann wieder weiter mit dem nächsten Verein und meinen Spielen des Jahres. Also bis zum nächsten Video. Grüße aus Buenos Aires.